Also ich komme auf jeden Fall sehr weit rum. Ich komme eher aus einer ländlichen Region und habe deswegen einen etwas größeren Radius bei Medicproof angegeben. Ich kann mir meine Zeit zum Glück selber einteilen. Ich bin tätig als Gutachter für Medicproof und als Dozent und Berater in der Alten- und Krankenpflege und kann dann schon bis zu 10 Begutachtungen in der Woche durchführen. Professionalität steht schon an erster Stelle. Das bedeutet für mich, dass ich gut vorbereitet bin, dass ich meine Unterlagen parat habe, meine Arbeitsmittel mit vor Ort habe, um dann die Begutachtung auch vernünftig durchführen zu können. Mein Sohn ist jetzt 14, der ist groß, der kann das relativ gut einordnen und verstehen, was ich mache. Meine kleine Tochter ist 6 und der sage ich, dass ich alte und kranke Menschen und manchmal auch Kinder besuche und denen dann helfe, dass die Versorgung sichergestellt sein kann. Ich versuche eigentlich von Anfang an den Menschen vor Ort ein gutes Gefühl zu geben, so ein bisschen den Druck auch aus der Situation rauszunehmen. Für viele Menschen ist es die erste Pflegebegutachtung. Die Leute sind sehr, sehr aufgeregt und wenn man dann von Anfang an den Menschen das Gefühl gibt, man spricht auf einer Ebene miteinander, ist das meistens ein sehr, sehr guter Start in die Begutachtung. Ich stelle mir dann immer vor, wie das für mich wäre, wenn jemand zu mir nach Hause kommen würde, in jedes Zimmer schauen würde, ganz viele Fragen stellen würde. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass das halt möglichst angenehm und harmonisch abläuft. Wenn ich schreiben würde, zunächst bis ins Alter gesund gewesen, würde das stimmen? Also zu den Terminen nehme ich immer meinen Laptop mit, trage vor Ort dann schon viele Daten direkt in die Software ein. Das erleichtert einfach die Nachbearbeitung dann zu Hause. Also es kommt mir auch sehr auf das Zwischenmenschliche an. Es ist ganz wichtig, da eine professionelle Balance zu finden zwischen Empathie und Professionalität. Das habe ich für mich selber gelernt über die Zeiten der Begutachtungen, die ich durchgeführt habe. Man muss es aber auch ein Stück weit schon mitbringen. Wiedersehen. Alles Tschüss. Gute, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich glaube, dass die wertschätzenden Rückmeldungen am Ende des Gutachtens ganz wichtig für mich sind und auch wirklich einen großen Teil meiner Arbeit ausmachen. Wenn Angehörige am Ende der Begutachtung sagen, Mensch, Sie sind aber wirklich sehr nett mit meinem Vater umgegangen, oder die Versicherten sagen, Mensch, war doch alles halb so schlimm, Sie waren sehr nett. Ja, und das ist dann, überlege ich gerade schon, ein ganz schöner Kontrast zu meiner Freizeit, in der ich als Fußballschiedsrichter tätig bin. Und da kommt es halt nicht immer so häufig zu wertschätzenden Rückmeldungen oder Lob.